Der Sega Mega Drive oder Genesis, wie er in den USA hieß, war die 16-Bit-Konkurrenz des Super Nintendo in der 4. Konsolengeneration. Bei uns in Europa erschien sie 1990 und obwohl ich nie einen Kontakt zu ihr hatte, habe ich doch immer die Grafik geliebt, für die es stand. Wahrscheinlich, weil sie mich so sehr an den Game Boy Advance erinnerte, mit dem ich aufgewachsen bin. Angefeuert durch eine solide Bibliothek von Arcade-Ports, ihrem Maskottchen Sonic und diversen beliebten Sport-Franchises, konnte Sega mit dem Mega Drive Nintendo noch die Stirn bieten und heute möchte ich mir ansehen, mit welchen 10 Spielen sie ihre größten Erfolge gefeiert haben. Sonic the Hedgehog. Im Sommer 1991 erschienen, hat Sonic the Hedgehog seinen ersten Auftritt, um Dr. Robotnik zu besiegen, der arme Tiere in seinen Robotern gefangen hält, während er nach dem mächtigen Chaos Emerald sucht. Um sie in seinen Handschuh zu stecken und Iron Man zu töten, wahrscheinlich. Zustande kam das Spiel durch Segas Auftrag an seine Entwickler, ein Maskottchen für die Firma zu entwickeln. Denn wenn Japan eines liebt, sind es seine Maskottchen. Sonic gewann bei einem internen Designwettbewerb und überzeugte auch technisch mit seiner innovativen Fähigkeit, auf abgerundeten Oberflächen entlangrollen zu können. Das Spiel wurde mit der Konsole zusammen im Bundle verkauft, was ein Grund für seine hohen Verkaufszahlen ist. Sonic alleine etablierte Sega aber auch als Keyplayer der 16-Bit-Ära und als ernstzunehmender Konkurrent von Mario und seinem Super Nintendo. Erst das Original zu spielen, rückt die Verbesserung vom Sequel in Perspektive. Gleich von der ersten Welt an hat es mich wie Sau genervt, dass mich ständig irgendetwas aus meinem Sprint rausreißt. Sei es eine Plattformstufe, ein Power-Up, ein Gegner, ein Abgrund, Stacheln, Aufzüge, schlecht abgemessene Sprünge, Pinball-Bouncer oder diese nervigen Sprungfedern. Die Bonuslevel schmerzen in den Augen und wie in jedem Teil oder jedem Spiel ever sind die Wasserlevel der Gipfel der Furchtbarigkeit. Sei es, weil Sonic auch hier gehörig Tempo einbüßt oder das ständige Warten auf das Erscheinen von lebensrettenden Luftblasen, um dieses wundervolle Geräusch zu vermeiden. Die Wasserwelt bringt auch den einzigen Bosskampf mit, der unfassbar nervig und frustrierend ist, während die restlichen eigentlich sogar moderaten Spaß bereiten. Sonic ist meiner Meinung nach ein deutlich ikonischeres und einfach besser designtes Maskottchen als Mario. In Sachen Gameplay kann es dem Klempner aber nicht einmal annähernd das Wasser reichen. Allein der flüssige Rhythmus, den Marios Gameplay mitbringt, spielt in einer ganz anderen Liga als Sonic mit seinen offenen Leveln, in denen man sich ständig verläuft. Und spätestens, wenn man Rayman Origins und Legends gespielt hat, dann weiß man auch, wie sich ein schnelles Jump'n'Run anfühlen muss und welche Elemente darin wichtig sind. Jedenfalls keine, die hier integriert wurden. Sonic the Hedgehog 2. Ein Jahr nach dem Auftakt der Reihe erschien 1992 Sonic the Hedgehog 2. Dr. Robotnik ist wieder am Start, um die Chaos Emeralds zu sammeln, mit deren Macht er seine Raumstation, das Death Egg, betreiben möchte. Sieh dich bloß vor Luke Skyhawk vor, mein Lieber. In diesem Teil wird Sonics Sidekick Tails vorgestellt und entsprechend auch ein Multiplayer-Modus sowie Bonuslevel mit vorgerenderter 3D-Grafik. Durch die Popularität des Vorgängers in Nordamerika verlagerte man die Entwicklung samt einiger beteiligter Japaner nach Kalifornien, was dummerweise zu einigen kulturellen Reibereien geführt hat, die in Verzögerungen resultierten. Sonic 2 ist mein liebster Teil der Trilogie, einfach weil er sich am schnellsten anfühlt. Ich habe nicht das Gefühl, ständig von irgendeinem Mist ausgebremst zu werden, während das Spiel mir vorgaukelt, es ginge um Geschwindigkeit. Dadurch, dass jede Zone jetzt auch nur noch 2 Level mitbringt, bleibt die Abwechslung frisch und auch die Bosskämpfe machen wirklich Spaß. Würden sie zumindest tun, wenn sie Checkpoints mitbrächten. Bis man alleine bei Eier-Eggman rausbekommt, was man machen muss, hat man das halbe Level schon wieder ein halbes Dutzend Mal gezockt. Nerviger sind nur diese komischen Sichlor-Gegner, für die man gefühlt nicht schnell genug reagieren kann. Und natürlich die Löcher im Boden. Dieses Mal sind tödliche Abgründe nicht genug, man liefert auch gleich noch Lava nach. Als Sonic dann aber ins All fliegt, außen an einer Rakete, verzeih ich ihm alles. Mortal Kombat.
Das Arcade-Studio Midway, dessen Untergang ich bereits in einem anderen Video behandelt habe, entwickelte 1992 den ersten Teil ihres Hit-Franchises Mortal Kombat, der aufgrund seiner Brutalität in Verbindung mit den realistischen Charakterdarstellungen heftige Kontroversen ausgelöst hatte und zur Gründung von Amerikas Äquivalent der USK führte. Das kommt in erster Linie durch die Fatalities, die man einem besiegten Gegner angedeihen lassen kann. Die waren genauso innovativ im Kampfgenre wie das Juggeln, bei dem man einen Gegner in die Luft schlägt und anschließend mit weiteren Angriffen hilflos vom Boden fernhält. Eine Funktion, die zahlreiche andere Games übernommen haben. Obwohl ich das Konzept der Mortal Kombat-Reihe sehr begrüße, konnte ich mich leider nicht sonderlich für den Auftakt begeistern. Als Kampfspiel-Noob haben sich alle 7 Kämpfer in ihren Moves gleich angefühlt. Alle Angriffe und deren Reichweiten wirken identisch, abgesehen von den charakterspezifischen Sonderattacken, für die Kombos für mich zumindest viel zu kompliziert sind und man eher selten beim Button-Mashen darüber stolpert. Besonders die Tastenreihenfolge für ein Fatality korrekt einzugeben, ist so abenteuerlich, dass selbst die Computergegner das nicht hinkriegen. Disneys Aladdin. Ein Jahr nach dem Disney-Film erschien auf dem Mega Drive dann auch das passende Spiel, entwickelt von Virgin Games. Das war tatsächlich sehr jungfräulich, denn die völlig andere Super Nintendo-Version wurde von Capcom entwickelt. Anders als in der oder im Film ist Aladdin hier mit einem Krummsäbel ausgerüstet, seiner primären Form des Angriffs. Die einzige Waffe, die in diesem Spiel noch mächtiger ist als dieses eiserne Schwert, sind Äpfel. Die muss man vor dem Werfen aufsammeln. Aber speziell mit den Bonusleveln gibt's davon eigentlich mehr als genug. Gerade auch, wenn man die wundervolle und gerade damals sehr seltene Option des Schwierigkeitsgrades nutzt, die unter anderem bestimmt, mit wie vielen Leben und wie viel Obst Aladdin ein Level beginnt. Es gibt auch eine Menge, das ich an Aladdin auszusetzen habe, zumindest aus moderner spielerischer Sicht. Aber unterm Strich war es auf jeden Fall das Spiel dieser Top 10, das mich am meisten in seinen Bann gezogen hat. Das begann schon im Menü und dann auch über sämtliche Level hinweg, in denen Chiptune-Versionen von den aus dem Film bekannten großartigen Musikstücken laufen, die für mich einfach Kindheit und Freude bedeuten. Man sollte auch meinen, dass die Inkludierung eines Schwertes im Gegensatz zu den anderen Versionen des Spiels eine Verbesserung darstellt. Tatsächlich ist das Teil im Kampf aber absolut furchtbar und aufgrund seiner Reichweite nahezu immer mit einem Treffer auf die eigene Energieleiste verbunden. Das Werfen von todbringenden Äpfeln ist da schon deutlich angenehmer und wenn man sich ein wenig Zeit beim Erkunden der ausladenden und verwinkelten Level nimmt, sollte man auch immer genug davon zur Hand haben. Die Level sind nicht nur in ihrem Design, sondern auch in ihren Gameplay-Elementen wirklich abwechslungsreich. Die Auswahl an Gegnern hingegen weniger. Auch die Bosse fand ich leider eher nervig. Da haben selbst die Bonuslevel deutlich mehr Spaß gemacht. Speziell Jafar am Ende war echt anstrengend. Ansonsten ein rein optisch wunderschönes Spiel, das ganz besonders unterstreicht, warum ich die Grafik dieser Konsole so liebe und was auch mit seinen Story-Elementen und kleinen Zwischensequenzen wirklich ganze Arbeit geleistet hat. Sonic the Hedgehog 3 und Sonic & Knuckles. 1994 erschien der dritte Teil der Sonic-Reihe und wie in allen anderen Teilen muss man auch hier Dr. Robotnik vom Sammeln sämtlicher Chaos Emeralds abbringen, der mit deren Macht seine abgestürzte Raumstation wieder befeuern möchte. Die ist auf einer mysteriösen Insel notgelandet, auf der Knuckles als ihr Wächter sein Unwesen treibt. Sonic the Hedgehog 3 sowie Sonic & Knuckles, in dem man auch den roten Ameisenigel spielen kann, hatten eigentlich dasselbe Spiel werden sollen. Aufgrund von Deadline-Stress und Cartridge-Kosten beschlossen die Entwickler aber, das Spiel aufzuteilen. Mit Hilfe eines Adapters konnte man aber beide Cartridges verbinden und so das kombinierte Spiel Sonic the Hedgehog 3 und Knuckles generieren. Michael Jackson komponierte Teile des Soundtracks, verließ das Projekt aber vorzeitig und wurde entsprechend nicht unter den Mitwirkenden aufgeführt. Verstehe ich nicht. Wenn Michael Jackson auch nur zur selben Zeit in derselben Stadt war, hätte ich ihn schon in den Abspann aufgenommen. Alles, was ich an der Sonic-Trilogie am meisten hasse, tritt in Teil 3 gleich in den ersten
10 bis 15 Minuten so exzessiv auf, dass ich im Handumdrehen die Schnauze voll hatte. Was Sonic 3 zum einzigen der 3 Teile macht, das ich für dieses Video nicht durchgespielt habe. Was natürlich auch daran liegt, dass es einfach nur mehr desselben in jeglicher Hinsicht ist. Die Level fühlen sich gleich an, die Gegner und das Gameplay. Die einzig nette Neuerung ist das Durchbrechen von Felswänden, was einige neue Verstecke ermöglicht. Holy. Hey, Energy Boost gefällig? Ich zisch mir vor jedem Abenteuer ja immer einen Raspberry Raptor, weil auf der Dose ein Igel ist, verstehst du? Dann kommt das Zauberzeug mit genug Wasser in den Shaker, dann wird schnell geschüttelt und schnell getrunken. Gotta go fast! Holys Formel hält meine Energy lange aufrecht und verzichtet dabei auf Zucker und Taurin. Gut, weil damit bin ich immer so aufgedreht. Probier's mal selbst aus mit dem 10% Code Lord of Nerds und dann machen wir mal ein Wettrennen. Jurassic Park. Passend zur Veröffentlichung des Jurassic Park Films erschien eine ganze Handvoll verschiedener Videospiele, alle optimiert für ihre jeweilige Plattform. Für den Mega Drive erschien die von Blue Sky Software entwickelte Version, die dich wahlweise als Dr. Grant oder als Velociraptor spielen lässt. Beide Spielfiguren haben eine alternative Geschichte, vor allem aber völlig anderes Gameplay. Und das ist definitiv ein extremst geiler Ansatz, auf den ich sehr gespannt war, der mich aber auch sehr schnell wieder ernüchtert hat. Ich habe mit dem Raptoren angefangen und auch wenn es verdammt cool ist, Jagd auf Menschen zu machen und die eigene Energie durch das Fressen von Fleisch wiederherzustellen, spielt er sich doch absolut furchtbar. Nicht nur ist er extrem schwerfällig, seine Sprünge sind auch unberechenbar und der Nahkampffokus macht ihn nahezu hilflos gegen all die Soldaten mit ihren diversen Fernkampfwaffen. Hinzu kommt, dass selbst wenn man einen Treffer landen kann, der einfach keinen Wumms hat und es nicht einmal Spaß bereitet, die Menschen auseinanderzunehmen. Vielmehr kann man sie gar nicht richtig auseinandernehmen. Das wird auch mit jedem Level schlimmer, bis hier dann nach rund einer halben Stunde einfach Schluss ist, weil es keinen verdammten Weg an diesem Mistkerl vorbeigibt und man entsprechend das Ende nicht erreichen kann. Als Grant zu spielen ist interessanterweise wirklich eine völlig andere Erfahrung. Abgesehen davon, dass er genauso weit springen kann wie der Raptor. Da er als Mensch vollkommen auf seine Hilfsmittel angewiesen ist, die es überall aufzusammeln gilt. Auch stellen ihm natürlich keine Soldaten, dafür aber diverse andere Dinosaurier entgegen. Was rein gegnertechnisch auf jeden Fall spannender ist, wenn auch nicht unbedingt spaßiger. Außerdem muss Grant sich mit Puzzle-Elementen herumärgern, wie dem Sammeln von versteckten Items und dem Betätigen von Schaltern, wodurch für mich dann in diesem Abschnitt Schluss war. Wirklich furchtbares und schlichtweg unfaires Leveldesign, das gepaart mit der ungenauen Steuerung sicherlich nicht besser wird. NBA Jam. NBA Jam begann als Arcade-Automat von Midway im Jahre 1993, bevor im Jahr darauf die entsprechenden Konsolenportierungen folgten. Es lässt jeweils 2 echte Spieler seiner Zeit aus einer Reihe von NBA-Clubs gegeneinander antreten, denen mit ihren Sprüngen und vor allem Slam Dunks gewisse übernatürliche Fähigkeiten zugeschrieben wurden. Auf die Integrierung von Fouls wurde gänzlich verzichtet und somit wird der Einsatz von Ellbogen ermutigt. Der verzerrt zu hörende Moderator fängt das schon ganz gut ein. Mein gesamter Wissensstand hinsichtlich Basketball baut auf einem Film mit Bugs Bunny und einem Golfer auf. Aber ich hatte mit keinem Spiel in dieser Liste mehr kurzweiligen Spaß als mit NBA Jam. Auch ohne wirklich die Regeln des Sports zu kennen oder eine Affinität für die Mannschaften zu haben, ist man ruckzuck im Gameplay drin und vergnügt sich bereits damit, durch die Lüfte zu fliegen, geradezu abenteuerliche Slam Dunks zu vollführen und auf komischste Art deutlich weniger enthusiastisch hochzuspringen, um Körbe auf der eigenen Spielfeldseite zu vermeiden. Auch wenn man deutlich gröber spielen darf als im richtigen Basketball, vermisse ich aber doch schon die Blutgrätschen aus einem Mario Strikers, wenn ich wieder einmal einem Gegner im Ballbesitz hinterherlaufe. Und ich hätte auch gerne als Bill Clinton gespielt, hab den Cheatcode aber irgendwie nicht hinbekommen. Schade, hätte super zur dezenten Verrücktheit des Spiels gepasst. Mortal Kombat 2. Das ein Jahr nach seinem Vorgänger erschienene Mortal Kombat 2 hat das Gameplay verfeinert und erweitert. So hat nun jeder Charakter eine Auswahl verschiedener Fatalities, aber auch andere Finisher wie Babalities, die den Gegner in ein Baby verwandeln. Oder die amüsanten Friendships.
Einige Kämpferfavoriten der Serie wurden ebenfalls erstmals hier vorgestellt, darunter auch Kitana, Mileena, Kung Lao oder der elementare Bösewicht Shao Kahn, der alle Welten erobern möchte. Im Vergleich zum Vorgänger merkt man hier endlich spielerische Unterschiede zwischen den Charakteren, ihren Angriffen und der allgemeinen Handhabung. Was nichts daran ändert, dass die Bewegungen immer noch merkwürdig aussehen, relativ behäbig sind und von den Hitboxen möchte ich gar nicht anfangen. Aber hey, immerhin gibt es eine Schwierigkeitsoption für Noobs wie mich. Also, very easy und es gibt keine Schwierigkeitsoption für Noobs wie mich. Street Fighter 2 Special Champion Edition. Obgleich Street Fighter 2 hinter Capcoms Umsatzerwartungen zurückblieb, in erster Linie aufgrund der Konkurrenz eines anderen Kampfspiel-Franchises, das auf dem Mega Drive deutlich populärer war, mauserte sich die Special Champion Edition zum Hit. Dabei handelt es sich um die erste von diversen verbesserten Versionen von Street Fighter 2 mit den 4 sogenannten Großmeistern als spielbare Charaktere sowie Balancing-Anpassungen für Turnierspieler. Dadurch unterscheiden sich die Kampfstile von Ryu und Ken nun auch deutlich mehr. Außerdem sind erstmals Mirror-Matches möglich, in denen ein Charakter gegen sein andersfarbiges Ebenbild antreten kann. Street Fighter 2 spielt sich wirklich gut. Es ist schnell, die Grafik ist toll, alle Charaktere fühlen sich einzigartig an, auch wenn ich mit ihnen noch nie sonderlich viel anfangen konnte. Sei es der Elektro-Hulk, der indische Monkey D. Ruffy oder Monster-Schenkel. Auch schwierigkeitstechnisch, gerade im Vergleich zu anderen Fighting Games damals, ist Street Fighter durchaus fair und auch Anfänger müssen nicht gleich frustriert den Controller weglegen. Die Continues, nach denen man sogar den Charakter wechseln und dann trotzdem nahtlos weiterspielen kann, sind ebenfalls sehr willkommen. Eternal Champions. Entwickelt von Sega selbst ist Eternal Champions eines der wenigen Kampfspiele seiner Zeit, das direkt als Heimkonsolentitel erschien, ohne vorher in Arcades zu landen. Man wollte Kapital schlagen aus dem Genre-Trend und sich gleichzeitig unterscheiden mit einem größeren Fokus auf die Geschichte, dem spannenden Ansatz von Kämpfern aus verschiedenen Zeitepochen und diversen Gameplay-Elementen, wie Charakteren mit Waffen oder stage-spezifischen Finishing-Moves. Abgeschlagen auf den letzten Platz, zumindest dieser Liste, war Eternal Champions für mich der Überraschungstitel, den ich auch nie zuvor überhaupt auf dem Schirm hatte. Dabei ist der Ansatz wirklich klasse und kreativ. Wie auch in anderen Kampfspielen dreht sich die Geschichte um die Balance zwischen Gut und Böse. Hier geht es aber um 9 Kämpfer aus verschiedenen Zeitepochen, die vor ihrer vorgesehenen Zeit getötet wurden und somit auch bevor sie gegen das Böse antreten konnten. Der Eternal Champion aus der Zukunft kann nur einen von ihnen wieder zum Leben erwecken, um die dunkle Geschichte abzuwenden. Doch um festzustellen, wer von ihnen am besten geeignet ist, hält er unter ihnen ein Turnier ab. Sei es die Ninja-Assassine aus den 90ern, der Cyborg aus dem 24. Jahrhundert, Wesley Snipes als Green Lantern, Frogger, der stereotypischste Schwarzmagier ever, Dick Tracy oder einfach ein Steinzeitmensch mit einer gehörnten Keule. Jeder ausgerüstet mit einer wirklich umfassenden Biografie und einer eigenen Animation, um zu Spielbeginn das Sega-Logo zu zerstören. Das Spiel sieht schick aus und spielt sich verdammt schnell. Definitiv das temporeichste Kampfgame der heutigen Liste. Auch unterscheiden die Kämpfer sich nicht nur optisch sehr stark, sondern wurden in ihren Bewegungen, ihren Hilfsmitteln und selbst den Standardangriffen so sehr individualisiert, dass man sich tatsächlich jedes Mal umgewöhnen muss und das Spielerlebnis frisch bleibt. Sehr gut haben mir auch die Stages gefallen, in denen im Hintergrund immer ordentlich etwas los ist. Dem Computergegner dummerweise habe ich nichts entgegenzusetzen und egal wie ich die Skill-Level hier einstelle, spüre ich keinen Unterschied. Dennoch das Kampfspiel für den Mega Drive, das ich am ehesten für eine Runde mit den Jungs einwerfen würde. Hätte ich gerne eine moderne Neuauflage mit einem umfassenden Story-Modus zu. Ich habe ja schon beim Game Boy gemerkt, dass die verkaufsstärksten Spiele nicht unbedingt die sind, die ich als meine persönlichen Favoriten auf einer Plattform küren würde. Der Mega Drive hat dieses Gefühl nur noch untermauert. Ich war echt überrascht, dass von den 3 großen spieletechnischen Verkaufsargumenten für die Konsole ausgerechnet das Sportgenre mit NBA Jam am meisten überzeugt hat, während ich für die knackigen Kampfspiele von damals, zumindest im Einzelspieler, nicht gemacht bin. Und ich von Sonic ehrlich gesagt nie wieder etwas sehen will. Außer seine Füße.
Wie aber eben auch beim Game Boy sind die meistverkauftesten Spiele nicht auch gleich die besten. Das wäre eine völlig andere Liste. Wenn du die sehen möchtest, dann schreib mir dein liebstes Mega Drive-Spiel in die Kommentare und vielleicht zieht es dann schon bald hier ein ins Zuhause deiner Videospielerinnerung. Wer hingegen bereits fester Bestandteil ist, sind meine Kanalmitglieder. Vielen Dank für euren Lord-Support. Hier geht's mit dem nächsten Video weiter.